Hallo, ich bin Aaron, ich komme aus England, aber wohne in Deutschland seit 7 Jahren jetzt. Heute würde ich euch ein paar meine Culture Shocks erzählen. Vielen Dank an Mr. Snowman 002 für die Videoidee. Falls ihr auch Ideen habt, was für Videos du gerne sehen möchtest, schreibt mir gerne einen Kommentar. So, erstens, irgendwas, was ihr wahrscheinlich erwartet. Die Fenster. Deutsche Fenster sind einfach die geilste Erfindung ever. Ihr müsst das mal vorstellen. In England, in mein Schlafzimmer, hatte ich nicht mal Doppelglas oder wie das heißt. Das Fenster war einfach immer nass im Winter. Manche Fenster könnte ich nicht mal aufmachen. Und in Deutschland ist das so, in den meisten Gebäuden kannst du das Fenster auf Kipp machen, komplett aufmachen. Ist einfach geil. Das hat mein Leben verändert. Was ich auch geil finde, sind meistens hast du auch diese Rollos. Die finde ich auch richtig cool. Sowas findet man nicht in England. Sage ich einfach. So, nicht jeder Fenster hat das, natürlich nicht, aber viele. Das ist cool. Zweitens, Sauberkeit. Ich finde einfach, du siehst einfach viel weniger Müll und so auf der Straße in Deutschland. Natürlich gibt es Städten, die hässlich sind, nicht sauber sind. Hör auf, Duisburg in meine Kommentare zu schreiben. Ich weiß, aber ich finde, es kommt einfach viel häufiger vor, dass Städten in England dreckig und nicht sauber sind. Anderes Beispiel, wenn auf der Autobahn ein Unfall passiert. In Deutschland ist das einfach wichtig, das alles wegzumachen, so schnell wie möglich. Aber in England finde ich, du siehst immer so Reifen und Autoteile immer so einfach auf der Motorway. Einfach so. Die lassen das einfach. Keine Ahnung warum. Was auch ein Problem in England ist Tipping. Das ist, wenn Leute sehr viel Müll haben. Die fahren einfach irgendwo hin und die schmeißen das aus dem Fenster. So einfach irgendwo im Feld. Was ich auch nicht verstehe, weil ich weiß nicht, ob das jetzt anders ist oder in verschiedenen Städten anders ist, aber als ich in England gewohnt habe, war das kostenlos, dein Müll zu dem, was heißt das? Müllhalde zu bringen. Und in Deutschland ist es nicht immer so, dass das kostenlos ist. Manchmal musst du bezahlen. Und keine Ahnung, das ist schon in deinem Auto, du fährst irgendwo hin, warum nicht einfach zur Müllhalde? Verstehe ich nicht. Und du hast auch Pfand. Das heißt, Flaschen liegen nicht einfach auf der Straße, weil das eigentlich Geld ist. Und in England ist das so, du findest keine Mülltonne. Wo machst du das hin? Einfach auf dem Boden. Also sollte man eigentlich nicht. Aber viele machen das einfach so. Was ich nicht gut finde. Aber ja, was ich auch gesehen habe, was anders an Deutschland ist, ich habe das Gefühl, dass hier die Technologie sich einfach viel langsamer entwickelt. Es gibt einfach zum Beispiel wenige Self-Checkouts. Du musst meistens immer noch E-Mail schreiben, statt so ein Formular auf eine Webseite ausfüllen. Ja, in England ist das einfach, die meisten Sachen sind einfacher. Keine Ahnung, wenn du ein Dokument brauchst oder so, kannst du das meistens sehr einfach mit einem App oder so machen. Muss niemand eine E-Mail schreiben, was auch nicht gut an Deutschland ist, weil die meisten ihre E-Mails nicht lesen. Dann musst du extra anrufen, was auch sehr altmodisch ist, finde ich. Aber ja, ich glaube in Großstädten ist das eher nicht so ein Problem. Aber in alle anderen Teile des Landes ist es noch so. Ein interessanter Unterschied, was ich gesehen habe, ist, in Deutschland sind irgendwie wenige Autos auf der Straße. Ich habe das letzte Mal, als ich in England war, sehr stark gemerkt. Wir waren so am einem Mittwoch um 11 Uhr auf der Straße, da war Stau. Da ist einfach immer Stau in England gefühlt. Aber in Deutschland ist das so, die Leute fahren zur Arbeit, zur Schule, dann fahren zurück. Das ist so,
dass so um 11 Uhr am Mittwoch ist nicht viel los auf der Straße. Das ist so. Wenigstens in Kleinstädten. Aber in England habe ich das Gefühl, auch in Kleinstädten ist immer Stau. Was interessant ist, weil wenn man an Deutschland denkt, denkt man immer so, ah ja, die lieben Autos und so. Aber England wechselt sich langsam zu so einem Autoland, finde ich. Bisschen wie Amerika. Wie in manchen Städten kannst du nicht mal zum Supermarkt laufen, weil da keine Gehwege gibt. Ja, das ist schlecht. Was noch? Okay, was mich auch überrascht hat, ist, ich finde, in Deutschland kommt man mit Englisch eigentlich nicht so weit. Keine Ahnung, ich finde, sehr viele Deutsche sagen, dass jeder in Deutschland Englisch kann. Und das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Ich verstehe nicht, warum so viele Leute das sagen. Das stimmt nicht. Ich habe sogar Kommentare bekommen, warum ich überhaupt Deutsch gelernt habe. Weil ich das angeblich nicht brauche. Bevor ich Deutsch konnte, hatte ich sehr viele Probleme damit, dass schon viele Leute Englisch nicht verstehen oder nicht viel verstehen. Es gibt auch ganz viele Leute, die eigentlich Englisch können, aber die haben wirklich keinen Bock, mit dir Englisch zu reden. Weiß ich nicht. Ist das einfach so ein Großstadtding? Aber sogar in Düsseldorf hatte ich Probleme, bevor ich Deutsch konnte. Keine Ahnung. Es gibt einfach nicht für alles eine englische Übersetzung. Nicht jeder kann Englisch. Das ist mir auch öfters passiert, dass ich zum Beispiel am Telefon mit dem Bank war, habe Englisch gesprochen und die entweder auf Deutsch einfach weitergemacht oder dann musste ich eine Stunde warten, bis die jemanden gefunden haben, der Englisch könnte und mit mir reden könnte. Also ich hatte eigentlich immer vor, Deutsch zu lernen, aber weil so viele Leute das gesagt haben, dass jeder Englisch kann in Deutschland, habe ich einfach erwartet, dass es ein bisschen einfacher wäre, bevor ich Deutsch könnte. War es aber nicht. Was ich eigentlich nicht schlimm finde. Englisch ist ja schon nützlich, aber muss man nicht lernen. Ich erwarte nicht, dass jeder das kann. Ich wollte noch was sagen, aber ich habe es vergessen. Vielleicht kommt noch ein Teil von diesem Video. Aber das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt oder Videoideen habt, schreibt gerne einen Kommentar. Tschüss.